Kennst du das auch? Du sitzt in einem Gespräch auf Deutsch, willst eigentlich voll durchstarten, aber zack, nach 2 Sätzen switcht du wieder direkt ins Englische. Das Englische ist natürlich das, was für uns alle am Anfang so schön bequem ist, oder? Was mache ich, wenn ich immer ins Englische flüchte? Das ist die Frage. Und jetzt habe ich da mal ein paar Gedanken dazu gesammelt. Es ist nämlich vollkommen normal, dass das Gehirn immer den Weg des geringsten Widerstands sucht. Wenn dir ein deutsches Wort nicht einfällt, schaltet der Kopf sofort auf Englisch um. Und schon Problem gelöst. Aber dein Deutsch lernt dadurch leider genau gar nichts. Es gibt da aber ein paar wirklich einfache Tricks, wie du dieses ständige Englisch-Switching langsam aber sicher abbauen kannst. Sowie ja noch ein paar richtig gute Routine-Tipps für deinen Alltag. Der wichtigste Tipp überhaupt: Du musst dir angewöhnen, Pausen zu machen. Wenn dir ein Wort fehlt, sag nicht das englische Wort, sondern stoppe kurz. Sag einfach sowas wie, wie heißt das nochmal? Oder versuche das Wort auf Deutsch zu umschreiben. Das zwingt dein Gehirn dazu, im deutschen Modus zu bleiben, anstatt direkt in die englische Komfortzone abzubiegen. Wenn du deinem Gesprächspartner gleich am Anfang sagst, hey, ich probiere gerade mein Deutsch zu verbessern, korrigier mich gerne oder lass uns bitte auf Deutsch bleiben, dann unterstützen dich die meisten Leute auch mega gerne dabei. Du musst dafür überhaupt keine Perfektion erwarten. Gestern warst du beim Bäcker und wolltest eigentlich ganz entspannt ein kleines Gespräch anfangen. Zum Beispiel fragen, welches Brot heute besonders frisch ist oder ob das Gebäck da hinten Nüsse enthält, weil du das einer Freundin mitbringen willst. Im Kopf hattest du die Sätze schon relativ gut formuliert. B1-Niveau sitzt ja eigentlich, du weißt genau, was du sagen willst. Aber dann antwortet der Bäcker ein bisschen schneller als gedacht, nutzt ein Wort, das du nicht sofort zuordnen kannst und zack, Stress im Kopf. Statt kurz nachzufragen oder den Satz neu anzusetzen, schaltet dein Gehirn sofort um auf den Weg des geringsten Widerstands. Oh, sorry, I was just asking if this has nuts in it. Kenne ich. Passiert absolut jedem auf diesem Level. Und genau das ist die typische B1-B2-Hürde. Du kannst dich eigentlich schon super ausdrücken, aber sobald ein kleiner Stolperstein kommt oder die Situation etwas komplexer wird als ein einfaches „Zwei Brötchen bitte", flüchtest du aus Reflex ins Englische. Wie gut sprichst du eigentlich Englisch? Ich frage das, weil ich in letzter Zeit oft darüber nachgedacht habe, dass gutes Englisch nicht nur Vorteile hat, wenn man in Deutschland leben oder arbeiten möchte. Manchmal steht es einem sogar ein bisschen im Weg. Heute geht es um ein kleines Paradox, das viele von euch bestimmt schon selbst erlebt haben. Wenn du Englisch sprichst, hast du eigentlich einen großen Vorteil in der Welt. Du kannst dich fast überall verständigen, in fast jedem Land, mit fast jeder Person. Aber genau dieser Vorteil kann zu einem echten Problem werden, wenn du eine neue Sprache lernen willst, zum Beispiel Deutsch. Ich denke oft darüber nach, wie man eine neue Sprache eigentlich am besten lernt. Stell dir zum Beispiel vor, jemand lebt in Vietnam und spricht kein Wort Englisch. Dann bleibt dieser Person keine andere Wahl. Sie muss Vietnamesisch lernen, sonst kann sie im Alltag nicht wirklich zurechtkommen. Sie muss zum Markt gehen und fragen, wie viel etwas kostet. Sie muss beim Arzt erklären, was ihr fehlt. Es gibt keinen anderen Weg, keine Abkürzung. Und genau dieser Druck bringt Menschen oft sehr schnell weiter. Aber jetzt stell dir eine andere Situation vor. Du kommst nach Deutschland, nach Österreich oder in die Schweiz und du sprichst gutes Englisch. Plötzlich hast du eine Art Notausgang. Sobald es schwierig wird, sobald du ein Wort nicht kennst oder dich unsicher fühlst, kannst du einfach ins Englische wechseln. Und weißt du was? Viele Deutsche, Österreicher und Schweizer machen es dir sogar noch leichter. Sie wechseln oft von selbst ins Englische, sobald sie merken, dass du nicht perfekt Deutsch sprichst. Sie meinen es gut, sie wollen höflich sein, sie wollen dir das Leben leichter machen. Aber für dich als Deutschlerner ist das manchmal eher ein Problem als eine Hilfe. Kennst du das? Du versuchst gerade im Café auf Deutsch zu bestellen. Du überlegst kurz, wie die Verbform ist
Und bevor du den Satz zu Ende sprichst, sagt die Person hinter der Theke schon auf Englisch: "No worries, I speak English." Und dann bist du wieder zurück in deiner Komfortzone. Ich kenne dieses Phänomen übrigens auch sehr gut aus meinem eigenen Leben. Nicht nur beim Deutschlernen, sondern generell beim Sprachenlernen. Mein Partner kommt aus Frankreich und wir sprechen meistens Englisch miteinander. Wir haben uns einfach auf Englisch kennengelernt und diese Gewohnheit ist unglaublich schwer zu ändern. Mit seiner Familie dagegen spreche ich Französisch. Und das klappt eigentlich richtig gut. Ich habe nämlich keine andere Wahl. Seine Eltern sprechen kein Englisch, also muss ich einfach Französisch sprechen. Egal, ob ich mich sicher fühle oder nicht. Das war super für mein Französisch, aber in Gruppen wird es dann wieder schwieriger. Wenn ich mit mehreren französischen Freunden zusammen bin, sind viele von ihnen höflich. Sie wechseln automatisch ins Englische, sobald sie merken, dass es für mich einfacher wäre. Und wenn dann alle sehr schnell und natürlich Französisch miteinander reden, fühle ich mich manchmal unter Druck. Ich traue mich weniger zu sprechen, habe Angst, einen Fehler zu machen und dann bleibe ich lieber still oder wechsle selbst ins Englische. Geht es dir mit Deutsch manchmal genauso? Vielleicht in einer Gruppe von deutschen Freunden, bei einer Familienfeier oder auf einer Party. Ich glaube, dieses Gefühl kennen wirklich sehr viele Sprachlerner. Und es hat oft nichts mit dem Sprachniveau zu tun, sondern mit der Persönlichkeit. Wenn du eher schüchtern bist, dann ist diese Situation noch schwieriger. Eine schüchterne Person macht sowieso nicht so gerne Fehler vor anderen Leuten. Das ist ja schon in der Muttersprache oft unangenehm. Und wenn man dann noch eine Fremdsprache spricht, in der man sich nicht ganz sicher fühlt, wird die Angst vor dem Fehler noch größer. Man denkt: Was denken die anderen jetzt über mich? Klinge ich vielleicht dumm? Soll ich lieber gar nichts sagen? Und genau da wird der Notausgang Englisch besonders attraktiv. Für eine schüchterne Person ist es also doppelt schwer. Erstens die generelle Angst vor Fehlern. Zweitens die Möglichkeit, einfach auszuweichen, weil man ja Englisch kann. Ich finde das wirklich spannend, denn eigentlich könnte man sagen, je besser dein Englisch ist, desto leichter fällt dir dieser Ausweg. Und desto größer wird manchmal die Versuchung, ihn auch zu benutzen. Was denkst du? Bist du eher der Typ, der sich traut, auch mit Fehlern einfach drauf loszusprechen? Oder bist du eher vorsichtig und wartest lieber, bis du dir sicherer bist? Schreib mir das gerne in die Kommentare, das würde mich wirklich interessieren. Jetzt aber zum zweiten wichtigen Punkt, über den ich heute sprechen möchte. Der Job in Deutschland und das echte Ankommen in der Kultur. Viele Menschen, die nach Deutschland kommen, um dort zu arbeiten, denken vielleicht: Naja, in vielen internationalen Firmen ist die Arbeitssprache sowieso Englisch. Warum sollte ich mir dann die Mühe machen, richtig gut Deutsch zu lernen? Und ich verstehe diesen Gedanken total. Am Anfang reicht oft ein B1-Niveau, um die wichtigsten Dinge im Alltag zu erledigen. Einkaufen, eine Wohnung suchen, ein bisschen Smalltalk mit den Kollegen machen. Aber hier kommt das Problem. Sobald es um wirklich wichtige Dinge geht, reicht B1 oft nicht mehr aus. Denk zum Beispiel an ein Bewerbungsgespräch auf Deutsch. Da reicht es nicht, einfache Sätze zu bilden. Du musst gut argumentieren können. Du musst auf schwierige Fragen reagieren können. Du musst vielleicht sogar ein bisschen Humor zeigen, um sympathisch zu wirken. Das alles ist auf B1-Niveau einfach sehr schwer. Oder denk an eine Teambesprechung im Büro. Wenn alle Kollegen schnell und natürlich miteinander reden, über Probleme diskutieren, sich gegenseitig unterbrechen, ihre Meinung sagen, dann wird es für jemanden mit B1 Deutsch richtig anstrengend, überhaupt mitzukommen. Und noch schwerer ist es, dann auch selbst etwas zu sagen. Und genau das kann dann auch für die Karriere ein Problem werden. Viele Firmen in Deutschland sagen offiziell, Englisch reicht. Aber ganz ehrlich, wenn es darum geht, eine bessere Position zu bekommen, ein wichtiges Projekt zu leiten oder das Vertrauen im Team zu gewinnen, dann spielt die Sprache oft eine viel größere Rolle, als man zuerst denkt. Und dann ist da noch die persönliche Ebene, also die Freundschaften und der Kontakt zu den Menschen im Alltag. Die kleinen Witze in der Kaffeepause, die Anspielung auf eine deutsche Fernsehsendung aus den 90ern, die typischen deutschen Redewendungen, die man einfach kennen muss,
um wirklich dazuzugehören. All das läuft normalerweise auf Deutsch, nicht auf Englisch. Und wenn du diese Ebene nicht erreichst, bleibst du vielleicht immer ein bisschen außen vor, auch wenn alle sehr nett zu dir sind. Deshalb sage ich meinen Schülern auch immer wieder: B1 ist ein tolles Ziel, wirklich. Und du solltest stolz auf dich sein, wenn du das erreicht hast. Aber wenn dein Ziel ein echter Job in Deutschland ist oder ein echtes Zuhausefühlen in der Kultur, dann lohnt es sich weiterzumachen, Richtung B2 und später vielleicht sogar C1. Genau auf diesem Niveau beginnt man nämlich die Sprache nicht mehr nur zu benutzen, sondern richtig in ihr zu leben. Aber wie kommt man dahin? Besonders wenn man schüchtern ist und dieser Englisch-Notausgang immer da ist. Ich habe da ein paar Ideen, die mir persönlich sehr geholfen haben und die ich auch bei meinen Schülern immer wieder empfehle. Der erste Tipp: ein Tandempartner. Ich glaube, das ist wirklich eine der besten Methoden überhaupt. Bei einem Tandem trifft man sich regelmäßig mit einer Person, die die Sprache lernt, die man selbst spricht, und umgekehrt. Also zum Beispiel, du lernst Deutsch, dein Tandempartner lernt deine Muttersprache. Ihr sprecht die Hälfte der Zeit Deutsch, die andere Hälfte in deiner Sprache. Und das Schöne daran ist, es gibt eine klare Struktur, klare Regeln. Es ist okay, Fehler zu machen, denn dein Partner macht ja auch Fehler in deiner Sprache. Es ist ein bisschen wie ein sicherer Ort, an dem man ohne Angst üben kann. Der zweite Tipp: mach dir bewusste kleine Regeln. Zum Beispiel: mit dieser einen Person spreche ich nur Deutsch, egal was passiert. Ich weiß, das klingt am Anfang vielleicht ein bisschen komisch, aber genau diese kleinen, bewussten Entscheidungen können auf Dauer einen großen Unterschied machen. Wenn du dir einmal angewöhnst, mit jemandem Englisch zu sprechen, ist es unglaublich schwer, das später zu ändern. Das habe ich ja selbst erlebt. Der dritte Tipp, und der ist mir persönlich sehr wichtig: nimm dich selbst auf. Sprich ein paar Minuten über ein Thema, nimm es mit dem Handy auf und hör es dir danach an. Das ist am Anfang oft ein bisschen unangenehm, das gebe ich zu, aber es hilft wirklich viel. So hörst du, wo du eigentlich stehst, welche Wörter dir noch fehlen, wie deine Aussprache klingt. Der vierte Tipp: sag den Leuten aktiv, dass du auf Deutsch üben möchtest. Viele Menschen wechseln automatisch ins Englische, einfach aus Höflichkeit, weil sie denken, sie helfen dir damit. Aber wenn du klar und freundlich sagst: ich würde wirklich gerne mein Deutsch üben, kannst du bitte bei Deutsch bleiben, auch wenn es mal ein bisschen länger dauert, dann reagieren die meisten Leute total verständnisvoll. Die wenigsten machen das aus bösem Willen, sie wissen es einfach nicht besser. Und der fünfte Tipp, der vielleicht ein bisschen überraschend kommt: sei nicht so streng mit dir selbst, besonders wenn du eher schüchtern bist. Du musst nicht sofort perfekt sein. Du musst nicht in jeder Situation mutig sein. Es reicht völlig, wenn du dich Schritt für Schritt ein kleines bisschen mehr traust. Vielleicht heute nur einen einzigen Satz auf Deutsch in der Gruppe. Morgen vielleicht 2. Das ist schon ein Erfolg. Ich möchte an dieser Stelle noch kurz etwas zum Thema Persönlichkeit sagen, denn ich finde das wirklich spannend. Manche Menschen sind von Natur aus mutiger. Sie sprechen einfach drauf los, auch mit vielen Fehlern. Und das ist super, denn genau das bringt einen sprachlich oft am schnellsten weiter. Andere Menschen denken lieber erst nach, bevor sie sprechen. Sie wollen den Satz im Kopf möglichst richtig formen, bevor sie ihn laut sagen. Das ist überhaupt nicht schlecht. Aber es kann eben dazu führen, dass man in einer Gruppe, in der schnell gesprochen wird, nicht mehr so gut folgen kann. Und dann bleibt man lieber still. Oder man wechselt ins Englische. Wenn das auch dein Typ ist, dann ist genau deshalb ein Tandempartner oder ein Sprachlehrer, mit dem man ein 1:1 Gespräch führt, oft viel besser als eine große Gruppe. In so einer ruhigeren, persönlichen Situation kannst du in deinem eigenen Tempo sprechen, ohne diesen Gruppendruck zu spüren. Ich denke auch oft daran zurück, wie das bei mir selbst war. Am Anfang wollte ich immer alles perfekt sagen. Und wenn ich einen Fehler gemacht habe, habe ich mich richtig geärgert. Manchmal fast den ganzen Tag darüber nachgedacht. Aber mit der Zeit habe ich gelernt: ein Fehler ist keine Katastrophe.
Ein Fehler ist einfach ein Teil des Prozesses. Und je mehr ich diese Einstellung akzeptiert habe, desto leichter ist es mir gefallen, auch in schwierigen Situationen bei der Sprache zu bleiben, die ich eigentlich üben wollte, anstatt sofort ins Englische zu wechseln. Jetzt würde mich wirklich interessieren, wie ist das bei dir? Wechselst du manchmal automatisch ins Englische, wenn es dir auf Deutsch zu schwierig wird? Oder bleibst du eher hartnäckig bei der Sprache, die du gerade lernst, auch wenn es unbequem ist? Genau das ist nämlich der Schlüssel. Lass den Perfektionsdruck einfach los. Es geht gar nicht darum, dass jeder Satz perfekt ist oder dass deine Grammatik immer stimmt. Viel wichtiger ist, dass du einfach weitermachst, den Notausgang Englisch mal vergisst und dich traust, auf Deutsch zu sprechen. Auch wenn es manchmal ein bisschen schwer ist. Jedes Mal, wenn du auf Deutsch bleibst, wirst du ein bisschen mutiger. Und das hilft dir im Alltag und im Beruf wirklich weiter. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg beim Ausprobieren dieser Tipps und beim Deutschüben. Sei geduldig mit dir selbst und freu dich über jeden kleinen Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss!